Ich bin nach Schweden gezogen und plötzlich reißt jemand meine Plakate ab. Meine Plakate, die wurden abgerissen. Willkommen zu meinem chaotischen skandinavischen Alltag zwischen Loppis, Tomaten und kleinen Katastrophen. Wir haben ein Schimmelproblem. So viel Kram. Als ich nach Schweden gezogen bin, hatte ich vielleicht eine rosarote Brille auf. Ich habe geträumt vom schwedischen Wintermärchen mit Ofenwärme, dicken Wollsocken und viel Gemütlichkeit. Vieles davon ist auch eingetroffen, nur habe ich die Brille mittlerweile irgendwo verloren. Vielleicht liegt sie jetzt irgendwo zwischen all den Steinen, über die ich gestolpert bin. Eine interessante Fundgrube aus Müll. Irgendwie bin ich noch immer nicht so richtig angekommen. Weiß man gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. So viel Zeug. Geh mal rein. Ich habe mir mein Leben in Schweden oft anders vorgestellt. Ruhiger vielleicht, strukturierter, auf jeden Fall weniger improvisiert. Ja, man ist überfordert. Oh Gott. Okay. Das ist einfach eine riesige Gerümpelkammer. Ich wollte mir eigentlich ein ruhigeres Leben aufbauen. Mehr Natur, mehr Selbstreflexion, mehr Selbstständigkeit. Und irgendwo dazwischen auch ein kleines eigenes Business starten. Selbstständig sein heißt für mich gerade suchen, sammeln, neu zusammensetzen. Auch dann, wenn nichts auf Anhieb zusammenpasst. Das ist definitiv der kurioseste Loppis, den ich je gesehen habe. Ja, der größte, so viel Kram, aber auch so viel Mist. Aber interessant. Spannend hier durchzugucken, ja, aber man fühlt sich nicht so ganz wohl. Zwischen all dem Moder und Muff. Das ist das erste, was wir gefunden haben, was hübsches. Ein kleines Thermometer. Mhm. Irgendwo hier mittendrin im Gemüse. Im Müll. Aber manchmal sind es gerade die Umwege, wie ein Loppis an der Landstraße, die uns zeigen, worauf es wirklich ankommt. Gerade hier liegen die kleinen Momente versteckt, an Orten, wo man für ein paar Kronen das Gefühl von Zuhause kauft. Uns ist vor einer Weile schon mal aufgefallen, dass meine Plakate, die ich an verschiedenen öffentlichen Anschlagstafeln aufgehangen habe, die wurden abgerissen. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Jetzt haben wir ja angefangen, nochmal was aufzuhängen und jetzt werden wir das mal beobachten, ob das wieder passiert. Ja. Wir haben ein Schimmelproblem in unserem Wintergarten. Deswegen stehen jetzt auch die Tomaten wieder draußen auf der Terrasse. Das hat leider nicht so gut funktioniert, die hier drin zu halten. Ich dachte, das war eine gute Idee mit der Plastikplane drunter, die das Wasser auffangen sollte. Hat nicht funktioniert. Da ist alles rausgelaufen und wir hatten die Tage dann eine riesige Überschwemmung im Wintergarten und mussten die wieder alle raustun. Und jetzt müssen wir schauen, wie viel Wasser da wirklich so unter den Boden gelaufen ist und ja, wo der Schimmel herkommt. Ja, Auf zur Operation. genau. Etwas Okay. rustikal, aber Könnte schmerzhaft werden. ja. Aber man muss halt Ja, mit dem arbeiten, was man hat. viel Glück. Schimmel. Ausgerechnet dort, wo die Tomaten standen, in die ich so viel Hoffnung und Dünger gesteckt hatte. Doch nicht nur das. Schimmel und Feuchtigkeit sind des schwedischen Holzhauses sicherer Tod. Markus muss also den gesamten Boden und die darunter liegenden Holzplatten herausnehmen und austauschen. Und wieder einmal heißt es umdenken,
Probleme lösen und neue Wege finden. Meine Selbstständigkeit fühlt sich manchmal genau so an. Wie Pflanzen, die man ständig von A nach B bringt, ohne zu wissen, ob sie es am Ende überleben werden. Diese ganze Arbeit wegen ein paar Tomaten. Ja, deswegen müssen wir jetzt hier das Haus abreißen und neu aufbauen. Genau. Und am Ende kommen nicht mal Tomaten herum. Zum Glück haben wir noch jede Menge Ersatzmaterial draußen im Schuppen, was wir jetzt da verbauen können. Ist also kein großer finanzieller Verlust. Ja, aber währenddessen probiere ich mich wieder weiter aus im Kuchenbacken. Das ist gerade mein neues Hobby. Etwas, das mir ja einfach ein bisschen mehr Spaß bereitet. Ja, ein bisschen mehr Kreativität auslassen, und Markus freut sich auch immer drüber, dass ich frische Kuchen backe. Kuchenbacken gegen Depressionen und weil manchmal alles andere aus den Fugen gerät. Kunden, Pläne, Pflanzen, die gesamte Realität. Und dann ist so ein durchgebackener Boden fast schon ein kleiner Triumph. Vielleicht ist das auch eine Form von Selbstfürsorge. Oder einfach nur Zucker gegen Zweifel. Jetzt zeige ich euch mal einen super coolen Trick, wie man sehr einfach eine Schokoladencreme herstellen kann aus nur 2 Zutaten. Egal was es ist. Kuchenbacken ist im Moment meine Therapie. Nicht, weil ich besonders gut darin wäre, sondern weil es mich erdet. Es duftet lecker, süßlich, es ist warm, es riecht nach Zuhause. Und für einen kurzen Moment überdeckt dieser Duft alles andere. Das fehlende Geld, die Sorgen ums Haus, die vielen unerledigten Baustellen, innen wie außen. Das Ganze ist jetzt schon sehr cremig, muss aber noch eine Weile kalt gestellt werden, damit es noch ein bisschen fester wird. In der Zwischenzeit kühlen die Kuchenböden aus und ich werde jetzt die Schokoladen-Nuss-Crumbles vorbereiten. Dafür kann man im Prinzip alles an Nüssen und Samen verwenden, was man eben so da hat. Ich habe jetzt leider nicht mehr so viele Nüsse da, weil ich schon ein bisschen zu viel gebacken habe. Aber ich habe auf jeden Fall auch Kürbiskerne, ich habe Hanfsamen, Chiasamen, Sonnenblumenkerne. Ja, das werde ich auf jeden Fall verwenden. Bisschen Kokosflocken rein und Kakao. Beim Backen denke ich nicht viel nach. Ich messe nichts ab, ich folge keinem Plan. Und genau darin liegt vielleicht die Freiheit. Einfach machen. Etwas erschaffen, das nicht perfekt ist, aber genug. Genug, um satt zu werden, genug, um zu trösten. Und manchmal frage ich mich, ob das nicht genau das ist, was auch mein Leben gerade braucht. Weniger Kontrolle, mehr Vertrauen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Crumbles sehr viel crumbeliger werden, wenn man Nüsse nimmt, die sehr fettreich sind, so wie Pekannüsse, Pachanüsse und so weiter. Zumindest habe ich es damit schon mal ausprobiert und dann wurde das auf jeden Fall sehr viel strukturhafter. Jetzt habe ich hier quasi einfach nur so eine Art Mehl mit Kakaopulver. Ist aber auch egal, weil ich das ja unter die Schokoladenmasse untermische, damit das dann später auch wieder ein bisschen cremiger und fester wird. Sollte also funktionieren. Selbstständig sein in einem fremden Land. Das klingt für viele mutig und das ist es auch. Denn da warten all diese bürokratischen Hürden auf einen, die ich ohne Hilfe überwinden musste. Vieles habe ich mir selbst angeeignet und doch fühlt es sich an, als stehe ich immer noch unwissend da. Und sehr oft begleitet mich die Frage, was verdammt mache ich eigentlich? Die Tage sind lang, die To-Do-Listen auch. Manchmal, da hängt man Plakate auf, in der Hoffnung gesehen zu werden, um endlich diese eine Buchung zu bekommen, die mein Kontostand so dringend notwendig hätte. Doch dann kommt jemand und reißt sie einfach wieder ab. Willkommen in der Realität. Das ist auch Selbstständigkeit. Nicht wissen, wer gegen dich ist,
aber trotzdem weitermachen. So, der Kuchen ist fertig. Hat leider nicht so gut funktioniert mit meiner Marmorierungsidee. Ich habe den Zitronenzuckerguss nicht so ganz dickflüssig hinbekommen. Sieht aber trotzdem toll aus. Der kommt jetzt in den Kühlschrank und dann werden wir den heute Abend genießen. So, heute geht es für unsere Rosen an den neuen Standort. Wir werden die jetzt in die selbstgebauten Blumenkübel an unserem Pavillon einpflanzen. Denen geht es leider nicht mehr so gut. Das sind etwas empfindlichere Rosensorten, aber die sollten hier in der Rotlingszone 6, die wir hier haben, wo wir hier sind, sollten die ganz gut wachsen. Ja, deswegen bin ich guter Hoffnung, wenn wir denen jetzt ein bisschen frische Pflanzerde geben mit Dünger, dass sie sich da gut einwachsen, zurechtfinden und dass sie dann wieder blühen. Markus holt schon mal die Säcke mit den Erden, mit der Erde. Und dann geht's los. Den Rosen ging es im Topf gar nicht gut. Der Regen war zu viel, der Wind zu stark. Die Blüten sind verschimmelt, noch bevor sie ganz aufgehen konnten. Rosen sind ja bekanntlich empfindlich. Sie zeigen dir sofort, wenn etwas nicht stimmt. Jetzt bekommen sie einen neuen Platz. Frische Erde, mehr Raum, ein geschützter Ort. Ich glaube, manchmal brauchen wir das alle. Einen Platz, an dem wir uns wieder erholen können, nach einem falschen Standort, einem zu langen Sturm, einem schlechten Jahr. Vielleicht ist das auch ein bisschen wie Selbstständigkeit. Man versucht es irgendwo und merkt irgendwann, hier geht es nicht mehr weiter. So, der erste Kasten ist befüllt. Wir haben jetzt ganz unten ein Gartenvlies eingebaut, damit die ganze Erde und der Sand nicht ausgewaschen wird durch die Drainagelöcher. Ja, und dann habe ich das einfach befüllt mit einer Schicht Kies und einem Erde-Sand-Gemisch. Ich habe noch Rosendünger eingearbeitet. Und jetzt ist es Zeit, die erste Rose zu pflanzen. Und dann beginnt man nochmal von vorne, mit anderen Bedingungen, mit alten Ideen, mit etwas mehr Erfahrung auf jeden Fall. Nicht, weil man gescheitert ist, sondern weil man gelernt hat, was wirklich zu einem passt. Hallo. Wir laufen gerade mitten durchs Nirgendwo, Ja, durch den Regen. oh, einfach weil es schön ist. Genau. Nein, wir vertreiben uns gerade die Zeit, denn wir wollen auf einen Markt gehen, der aber erst in ungefähr einer halben Stunde aufmacht. Ja. Ja, da geht's nach Texas.
Da geht's nach Texas, genau. Das ist hier gleich nebenan. Gleich neben Amerika. Herzlich willkommen in Texas. Was haben wir da gerade gekauft? Eine Tüte voll Tulpenzwiebeln. Genau. Viele. Ja, es gibt haufenweise verschiedene. Ja, mal sehen. Also da findet sich immer Platz für. Ja, in unserem neuen Traumgartenparadies. Richtig. Ja, jetzt kleiner Anfang. Das ist auch beim nächsten Jahr dann bunt blüht. Genau. Wir sind wieder zurück vom Markt. Der war eigentlich ganz süß. Zwar sehr, sehr teuer, deswegen war es eigentlich unmöglich, viele Dinge zu kaufen, obwohl es echt super Sachen gab. Also sehr viele natürliche Öle, Kräuteröle, Sirup, Honig, Marmelade, alles, was man sich eben so wünscht. Aber was wir noch gefunden haben neben den Tulpenzwiebeln ist so ein süßer Topflappen. Und jetzt versuchen wir einen Platz dafür zu finden. Hallo. Hi. Ich habe ein wertvolles Stück wieder mitgebracht. Ja, sehr schön. Hast du auch eine Schraube für den Topflappen? Die habe ich jetzt nicht dabei. Das ging vielleicht auch ein Reißzwecker. Oder ein Nagel. Oder ein Nagel. Die haben wir ja immerhin noch hier in dem Schrank. Oh, so. Ich dachte ja zuerst hier, unter diesem tollen Pilzbild. Ja. Aber es hängt dann eben im Flur und es ist nicht so wirklich in Sichtweite. In unserer Küche ist nicht so viel Platz an den Wänden, um irgendwas aufhängen zu können. Wir haben einen Platz gefunden. Hey. Unter dieser wundervollen Pflanze. Mhm. So, ungefähr. Lass mal los. So. Ja. Passt also. Passt. Markus arbeitet im Hintergrund fleißig weiter am Dach unseres Pavillons. Es fehlt also nicht mehr viel, bis er fertig ist. Es ist mittlerweile schon ganz schön kalt geworden. Das ist natürlich auch nicht mehr so gut für meine Tomaten, die jetzt hier draußen auf der Terrasse stehen. Wir mussten die ja wieder rausholen aus dem Gewächshaus oder aus dem Wintergarten, weil meine ganze Konstruktion mit dem Wasserauffangbehälter nicht ganz so dicht war und dann der Boden geschimmelt ist. Ja, deswegen stehen die jetzt hier draußen. Und wie das so ist, wenn man einmal angefangen hat, in eine Sache zu investieren, dann möchte man damit auch ungern aufhören. Die Pflanzen, die gedeihen jetzt echt gut. Die haben ziemlich viele Blüten und Blütenansätze noch gebildet. Und ich habe noch nicht die Hoffnung verloren, dass das noch was werden könnte. Ja, deswegen habe ich mir jetzt noch ganz simple, einfache Foliengewächshäuser bestellt. Die sind heute gekommen. Die werde ich jetzt aufbauen, damit ich die Tomaten da reinstellen kann. Selbstständigkeit bedeutet oft, sich etwas nicht leisten zu können. Noch nicht. Man investiert Zeit, Geld, Energie, Lebenskraft. Und doch bekommt man so wenig zurück, dass es sich oft wie ein Rückschlag anfühlt. Ich rette die Tomaten, weil sie sich genauso verloren fühlen wie man selbst. Aber auch ein bisschen, weil ich die Hoffnung dann doch nie verliere. Weil ich immer weitermache, auch wenn die Sonne nicht mehr scheinen will. Selbstständigkeit heißt für mich gerade arbeiten, wo es geht. Zwischen Rosenbeet und Gewächshaus. Dranbleiben, obwohl niemand klatscht. Immer wieder neue Dinge versuchen, die mir vielleicht irgendwann einmal finanzielle Sicherheit bieten. Es gibt Tage, da scheint alles stillzustehen und dann siehst du plötzlich eine neue Blüte oder eine kleine grüne Tomate
Und vielleicht ist das der Beweis, dass aus allem Chaos irgendwann doch etwas entsteht. Markus sitzt oben auf der Leiter und befestigt das Dach unseres Pavillons. Wir bauen etwas, ganz langsam, ganz eigen. Wie läuft es da oben? Ja, eigentlich soweit ganz gut. Es ist halt alte Dächer vom alten Haus, die ich jetzt hier wieder verwende. Kommt auch ein schöner Anstrich dran. Es ist nicht immer positiv, hier in Schweden zu leben, aber echt. Und vielleicht ist genau das der Anfang von etwas Gutem. Vielleicht ist das, was wir hier tun, am Ende genau das, was zählt. Nicht perfekt leben, nicht reich sein, sondern echt und erfüllt durch all die Dinge, die wir mit unseren Händen selbst erschaffen. So wie unseren Märchenpavillon. Und im nächsten Video zeige ich dir, wie genau.